sagen, wie man die Brücke schlagen kann zwischen dem Zahlungsverkehr, dem traditionellen, wie wir ihn heute kennen, und den Kryptowährungen. Und wo Sie selbst sagen, die neueste Revolution seit der Kreditkarte. Sind wir gespannt. Danke, Matthias. Vielen Dank. Also vielen Dank für das rege Interesse auch. Ich habe eine klare Vorgabe bekommen, eine Redezeit von 3 bis 5 Minuten. Ich gedenke, sie zu unterschreiten. 1031 Bank ist eine deutsche Vollbank, reguliert nach den europäischen Gesetzgebungen. Insofern sind wir voll integriert in den Finanzmarkt nach allen Vorgaben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, zur Mission, die Brücke zu schlagen zwischen der konventionellen Bankenwelt und der Blockchain-Welt, natürlich dem Finanzbereich der Blockchain-Welt. Hier geht es jetzt für uns weniger um Logistik, es geht um den Finanzbereich. Und die scheinen zunächst teilweise unvereinbar und ich denke, dass sie nicht nur vereinbar sind, sondern dass sie sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig brauchen. Und eine der Fragen, die wir uns gestellt haben, ist, was benötigt denn dieser Markt? Was ist denn hier erforderlich, um dafür zu sorgen, dass wirklich Blockchain-basierte Finanzanwendungen im Alltag erfolgreich sein können? Und die eine Antwort, die wir darauf gefunden haben, ist, es muss leicht sein, es muss sicher sein, es muss verständlich sein und vor allem für jeden zugänglich sein, überhaupt erstmal an Krypto ranzukommen. Das war eine Lösung, die wir zusammen mit unserem Partner Nimiq, die auch Aktionäre unserer Bank sind, gefunden haben. Nimiq und wir haben zusammen das OASIS-Protokoll entwickelt. OASIS steht für Open Asset Swap Interaction Scheme. Langes Wort, langer Satz. Unterm Strich der weltweit erste Fiat Smart Contract. Bedeutet, Sie können durch eine simple Banküberweisung mit SEPA Instant sofort, ohne die Notwendigkeit einer Kryptobörse oder irgendwas anderem, an Krypto rankommen. Und genau auch im Wechsel wieder andersrum. Sie können durch eine simple Übertragung aus Ihrem Krypto-Wallet wieder an Ihr Euro drankommen. Das ist unterm Strich OASIS. Und die zweite Sache, auf die du angesprochen hast, Hanna, wo ich sage, ja, das ist meines Erachtens nach wirklich die größte Revolution im Finanzbereich seit der Einführung der Kreditkarte, im persönlichen Finanzbereich, ist die Lösung, die wir mit Salamantex entwickelt haben, wo es darum geht, Bezahlungen mit Kryptowährungen im Alltag möglich zu machen, an der Supermarktkasse, beim Checkout, überall da, wo Sie die typischen Terminals kennen, wo Sie Ihre EC-Karte, Ihre Kreditkarte oder wie auch immer verwenden können. Und dieser Markt, mal kurz umrissen, in Deutschland gibt es etwa rund 1 Million solcher Terminals. Und der Pfiff dabei ist, dass mit der von Salamantex entwickelten Technologie und unserem regulatorischen Umfeld es dann möglich sein wird, an etwa 250.000 bereits heute von diesen 1 Million Terminals ohne jegliches technisches Update, nur ein Software-Update wird benötigt, Kryptowährungen in Empfang zu nehmen als Händler. Das heißt, wir bieten uns hier einen Markt von etwa der Viertel aller Zahlstellen in Deutschland dann an, das durchzuführen. Ich danke Ihnen. Ich sehe mich schon an der Supermarktkasse in 2 Jahren mit Bitcoin bezahlen oder mit Ethereum. Nee. Ein wichtiger Aspekt, den ich hier noch unbedingt noch ansprechen muss, nicht nur möchte, sondern tatsächlich muss, ist, regulatorisch befinden wir uns in den abschließenden, hoffentlich Tagen, Wochen, um das Ganze auch möglich machen zu können. Aufsichtsrechtlicher Seite noch sind wir nicht ganz so weit, aber wie gesagt, es sollte jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Wir hoffen jetzt, dass es relativ zeitnah umgesetzt werden kann. Und der Zeitplan ist Anfang nächsten Jahres? Oder? Sofern es hier alles so läuft, wie es sich im Moment anbahnt, sollte unser Rollout im nächsten Jahr dann möglich sein. Und auf der Konferenz gibt es auch ein paar Ausstellungssysteme, die man mal ausprobieren kann. Korrekt. Habe ich gehört. Prima, kann man praktisch gleich machen, ja.